Swantje, du bist seit Februar 2023 Koordinatorin vom Community Music Netzwerk. Würdest du uns dich kurz vorstellen und erzählen, was so dein Weg zum Netzwerk war? Ja, gerne. Also ich bin Swantje Ndiaye aus Köln, aus dem schönen Köln und wohne da auch sehr gerne. Habe aber vorher zum Beispiel in Düsseldorf studiert im Bereich des Kulturmanagements, Kulturvermittlung und auch im Bachelorbereich auch Richtung Kulturvermittlung mit Schwerpunkt Musik und mache selbst auch sehr viel Musik, sehr vielfältig, komme aber eher aus dem Klassikbereich, spiele Violine und auch ein bisschen Piano, aber probiere vor allen Dingen auch gerne neue Instrumente aus. So habe ich letztens mal die Kora ausprobiert. Mein Mann ist ja Senegalese und der hat die mitgebracht. Ein sehr spannendes Instrument, aber auch sehr schwer zu lernen. Aber das mache ich halt sehr gerne, neue Ansätze ausprobieren, musikalisch, aber auch Instrumente. Und ich singe auch sehr gerne im Chor und auch nehme noch so privat Gesangsunterricht, einfach um da dran zu bleiben. Und meine ersten Versuche oder Ansätze mit Community Music, die habe ich im Ausland tatsächlich kennengelernt und praktiziert während meiner Praktika auf Sansibar. Da habe ich in Communities gearbeitet, musikalisch, und habe da unbewusst eher schon ein bisschen Community Music gemacht. Und dann bin ich 2020 zum Konzerthaus Dortmund gekommen und durfte da zusammen mit dem britischen Community Musician Matt Robinson, der da auch jetzt immer noch ist, die Community Music Abteilung mit ausbauen und gestalten und habe da ganz viel an Praxis auch gelernt und Erfahrung gesammelt, ganz viele unterschiedliche spannende Menschen kennengelernt und aber auch kennengelernt, was es heißt, noch neben dem musikalischen Aspekt als Community Musician drauf zu haben, also den organisatorischen Aspekt. Und dort bin ich auch das erste Mal dann mit dem Netzwerk in Berührung gekommen. Wir haben ein paar Veranstaltungen zusammen gemacht und ich habe auch Marion Haag-Schulenburg, Mitbegründerin des Netzwerks, und ja, dich, Alicia, dort kennengelernt. Und ja, so bin ich eigentlich dann zum Netzwerk gekommen. Und als dann nach Corona die Stelle zur Koordination ausgeschrieben war, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich war auf Jobsuche und wollte unbedingt im Bereich der Community Music auch bleiben. Und bei der Koordination ist natürlich ja auch der Schwerpunkt an Aufgaben sehr organisatorisch und das mache ich einfach auch sehr gerne. Und da habe ich mich dann wiedergefunden, beworben und jetzt sitze ich hier. Gott sei Dank, wir sind nämlich sehr froh, dich zu haben seit über einem Jahr. Magst du uns ein bisschen erzählen, was deine Tätigkeiten so? Hast du gerade schon angefangen, aber was machst du so als Netzwerkkoordinatorin? Ja, genau, also im Community Music Netzwerk vertrete ich vor allem die Interessen der Mitglieder und der Akteurinnen, die Community Music im Feld der Community Music in Deutschland arbeiten. Und es ist keinesfalls so, dass ich jetzt entscheide, welche Themen oder Belange im Netzwerk aufgenommen werden oder in Weiterbildungsmöglichkeiten. Und das ist auch das Spannende, dass ich so viele Menschen treffe und mit ihnen in Austausch gehe. Und eine Hauptaufgabe bzw. das Herz des Netzwerks sind die Community Music Salons, die ich mitplanen darf und dann auch durchführen. Wir schauen zusammen mit dem Vorstand, welche relevanten Themen gibt es gerade in unserer Community, was sollte jetzt nochmal behandelt werden oder überhaupt behandelt werden, welche neuen Tendenzen gibt es, und dann suchen wir Gäste und Referenten, die wir gerne dann einladen, teilweise Peer-to-Peer, also in Präsenz, und teilweise online. Und diese Durchführung, die gestalte ich dann. Ich lade dann zu den Community Music Salons ein und verteile die Infos. Und zusätzlich ist es auch ganz wichtig im Netzwerk, dass wir Sichtbarkeit schaffen, Sichtbarkeit für die Tätigkeiten, Aktivitäten in der Community Music in Deutschland und auch Sichtbarkeit für die Akteurinnen. Also wir haben zum Beispiel die Webseite, die ich pflege. Dort sind auch einige Akteurinnen vorgestellt mit ein bisschen Biografie und auch Tätigkeiten und Praxis- und Projektbeispielen. Und natürlich bediene ich auch die Social-Media-Kanäle von Facebook-Gruppe über Instagram und LinkedIn, weil man da nochmal eine ganz andere Reichweite hat. Und ich schreibe auch Newsletter, einfach um auch sichtbar zu machen, welche Weiterbildungsmöglichkeiten oder Jobchancen es in dem Bereich gibt. Was
wünschst du dir für die Zukunft vom Netzwerk oder was hast du für Ideen, für Visionen für die Zukunft vom Community Music Netzwerk? Ja, das Netzwerk, das gibt es ja jetzt schon ein paar Jährchen, aber in den letzten Jahren wächst es nochmal ein bisschen aktiver und das ist sehr schön anzusehen, einfach weil es so viele interessante Menschen hier in Deutschland gibt, die zumindest die Ansätze von Community Music manchmal eher unbewusst praktizieren und super spannende inklusive Projekte oder diskriminierungssensible Projekte durchführen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir noch mehr Menschen mit an Bord holen, mit dem Netzwerk erreichen, damit noch ein aktiverer Austausch zwischen den Akteurinnen stattfinden kann, weil man einfach so unglaublich viel lernt, wenn man sich nur mit Leuten austauscht. Also was ich jetzt schon alles in den Community Music Salons für mich auch mitnehmen konnte an Methoden, Ansätzen und auch Praxen, die ich vorher nicht kannte, einfach mal ausprobieren und sich mehr dann dahin einzulesen. Ja, das finde ich spannend und ich wünsche, dass das noch mehr Menschen dann in Deutschland in Zukunft machen können.